Hallo und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Wir sind heute im italienischen Bari und neben mir steht eine meiner Lieblings-Mittelklasse-Limousinen auf dem deutschen Markt, nämlich die Alfa Romeo Giulia. Und jetzt wird es wichtig, im Modelljahr 2020. Und auch wenn es im Exterior optisch außen nicht so aussieht, hat sich im neuen Modelljahr einiges bei den Italienern getan. Das ist hauptsächlich in der Nomenklatur der Ausstattungslinien, in der Architektur des Innenraums, im Infotainment, in den Ausstattungsvarianten, in der Konnektivität und in den Assistenzsystemen. Klingt jetzt erstmal nicht so wichtig, ist es aber bei dem Modell. Warum? Das werdet ihr heute sehen. Und was werden wir zusammen machen? Ja, wir werden dieses Auto natürlich außen anschauen. Steht hier ja in so einer Sonderlackierung, übrigens mit 280 PS Turbo-Benziner, Heckantrieb, 8-Gang-Automatik. Wir werden deshalb natürlich mit dem Auto fahren, wir werden es im Innenraum betrachten, werden ein Fazit machen. Ich werde es probieren, euch in seinem Wettbewerbsumfeld einzuordnen. Eben alles machen, was aus meiner Sicht ja und hoffentlich auch aus eurer zu so einem Review dazugehört. Wenn ihr Bock drauf habt, bleibt gerne dran. Übrigens, ihr findet uns natürlich auf www.derautotester.de, auf Instagram, Facebook, YouTube. Abonniert am besten alles, dann geht es jetzt auch los mit mir. Ich bin der Jan, Hallöchen, und der neuen Alfa Romeo Giulia. Viel Spaß bei unserem Review. Ja, ich stehe im Profil von unserer Giulia und das ist für mich die Gelegenheit, euch zu erklären, naja, wo kommt die Giulia her, wo will die Italienerin hin und wie kann man den Alfa Romeo in seinem Wettbewerbsumfeld einordnen. 2015 habe ich die Mittelklasse-Limo der Italiener auf der IAA gesehen und habe gedacht, che bella macchina. Mich richtig gefreut, dass Alfa endlich wieder ein Auto in dem Segment hat, dann vor allem mit diesem Namen Giulia. Dass es ja übrigens nur als Limousine, nicht als Kombi gibt. Auf der anderen Seite wusste ich natürlich ganz genau, vor allem in Deutschland ist es ambitioniert, denn wir haben hier die Mercedes C-Klasse, wir haben den Audi A4, wir haben unseren 3er BMW. Ja, und das ist schwierig in Deutschland, da Autos zu verkaufen. Und auch die Wettbewerber haben mit dem Mazda 3, der Jaguar XE, mit dem Volvo S60 da was auf dem Markt in dem Segment, ist also schwer mitzuhalten. Und in den Verkaufszahlen hat man das dann auch gesehen, weil die Italiener haben etwa 5000 Stück, ein bisschen mehr von dem Auto bisher auf dem deutschen Markt verkauft. Sehr interessant ist, ja, dass wir die fast höchste Ausstattungsvariante Veloce am häufigsten haben, was die Verkaufszahlen angeht. Am zweithäufigsten ist dann schon die Giulia Quadrifoglio mit 510 PS. Hier haben wir jetzt das Modelljahr 2020. Das war wichtig, dass die Italiener dieses Auto angepasst haben, denn hier hat sich außen nicht viel getan, muss es auch gar nicht, denn dieses Auto ist für mich vielleicht das Schönste im Segment. Aber dafür haben die Italiener was im Innenraum gemacht, was Architektur, Materialverarbeitung, Infotainment, Konnektivität, Assistenten angeht und vor allem was in der Nomenklatur der Ausstattungslinien. Hier steht jetzt die Ausstattungslinie Veloce, die sportliche. Ich will aber gar nicht zu viel verraten. Was wir jetzt machen werden, ist dieses Auto uns optisch anschauen. Da sprechen wir über die Optik von unserer Giulia im Modelljahr 2020. Schaut euch an, es gibt immer noch nur Bixenon-Scheinwerfer, keine Voll-LED-Scheinwerfer. Haben wir zum Beispiel eine neue Farbe. GT Junior Ocker, mein Gott, ist das ein wunderschönes Auto, vor allem die Lackierung, die es dann wohl ab Mitte 2020 im Markt gibt, ist groß. Was die Italiener angepasst haben, ist die Nomenklatur der Ausstattungsvarianten. Die Differenzierung ist jetzt stärker und es soll einfacher sein. Es gibt jetzt Business, Super, Sprint, Veloce T und Veloce T. Während die ersten eher die klassischen sind, sind die letzten eher die sportlichen Ausstattungslinien im Look. Hier ist jetzt Veloce drauf und interessant, dass die Alfisti ja eher zu den höheren Ausstattungslinien greifen bei diesem Auto. Ja, jetzt haben wir hier Veloce drauf, das bedeutet der V-förmige Grill hier vorne über dem wunderschönen Alpha-Zeichen ist glänzend schwarz. Wir haben hier unten Lufteinlässe in glänzendem Schwarz und hier nochmal so eine kleine Lippe. Ja, was will man da groß sagen? Ne? Das ist ein wunderschönes Auto aus meiner Sicht. Das können die Italiener einfach wunderschöne Sachen machen. Felgengröße reicht hier bis 19 Zoll, beim Stelvio geht es bis 20 Zoll. Sportliche Ausstattung bedeutet nicht nur, dass wir den Seitenschweller unten lackiert haben, sondern auch der Bremssattel, der ist ja hier schwarz lackiert, steht Alpha drauf. Hier sind 19 Zöller eben drauf. Das ist eine richtig schöne Felge. Hier steht drauf Veloce, das Zeichen
Reifen, schwarz lackiert. Ja, und dann schaut euch die Dachlinie der Limo an. Im Profil ist das ein mega schönes Auto. Hier einfach, wir haben hinten schwarz abgedunkelte Scheiben, passt natürlich auch sehr gut zum Auto. Anders wird es vielleicht sogar komisch aussehen in Verbindung mit der Farbe. Hier eben wieder 19 Zoll Felgen, auch Bremssättel lackiert. Und wenn man dann hier hinten die Rückleuchten anschaut mit dieser schönen Signatur, die so zweigeteilt in die Kofferraumklappe reinragt. Ja, was will man da noch groß sagen, ne? Q2. Heckantrieb, wir haben hier adaptive Dämpfer übrigens drauf. Giulia steht hier, interessantes Kennzeichen übrigens, Alfa Romeo Zeichen. Dann haben wir Veloce, also sportlich. Und das sieht man hier unten, der Diffusor in schwarz. Das erinnert schon eher an Maserati, Ferrari. Da unten ist groß. Und die Endrohrblenden auf beiden Seiten sind auch glänzend schwarz lackiert. Vergrößert den Auspuff da hinten so ein bisschen. Was will man das sagen? Einzig die Flosse da oben gefällt mir ehrlich gesagt nicht so gut. Kofferraumgröße findet ihr dann bei uns in der Beschreibung unten. Das ist schon ein mega schönes Auto, aber was wir jetzt natürlich mal machen wollen, ist nicht zu sehr Fanboy sein, nämlich einfach mal reinspringen. Sprechen wir über die Rückbank. Da hat sich natürlich nichts geändert im Modelljahr 2020, aber es gehört aus meiner Sicht zu so einem Review einfach dazu. Deshalb setze ich mich jetzt hier hinten rein. Ich bin 1,88 Meter groß, für die Knie habe ich genug Platz, aber mit dem Kopf stehe ich an der Decke an. Die Sicht nach hinten ist auch nicht besonders gut. Dafür ist der Rückraum hier sehr toll verarbeitet. Alles schwarz, sportlich, schöne Nähte. Wir haben hier zwei USB-Stecker hinten. Sitzheizung rechts, links, Lüftungsdüsen hier in der Mitte, schöne Kontur in den Sitzflächen, auch ganz guten Seitenhalt für so eine Rückbank, hier auch so ein Alu mit einem 3D-Look. Ja, aber was wir jetzt natürlich machen wollen, ist uns mit dem Interior vorne beschäftigen. Kommen wir zum Innenraum. Hier kann ich euch wirklich am meisten erklären, denn hier ist halt auch das meiste neu. Erstmal, der ist unbestritten schön und ihr fragt euch vielleicht, wieso ist der jetzt hell hier innen? Du hattest doch vorher einen schwarzen. Das ist ein Tee. Ich habe extra einen hellen genommen, weil ich finde immer, man kann hier am meisten zeigen. Vor allem dieses Beige ist halt auch echt ganz schön und man sieht es halt besser, was neu ist. Erstmal tolle Materialien, Leder, schöne Ziernaht, sehr vertikal, horizontal angeordnet und eben leicht zum Fahrer geneigt. Aber ihr sagt, ja, das wissen wir alles. Was ist denn jetzt neu? Ja, kommt zum Punkt. Okay, und erstmal die Hauptänderung ist hier in dieser Mittelkonsole. Die ist ein bisschen schlanker. Und ich habe vorher den Gangwahlhebel hier ein bisschen kritisiert und habe gesagt, ja, da ist ein bisschen viel Plastik dran, der liegt nicht besonders gut in der Hand, beziehungsweise liegt gut in der Hand, aber fühlt sich nicht wertig an. Der ist jetzt lederbezogen, hat unten so eine Italienflagge, sehr schön. Und hier dieser Drehdrücksteller fürs Infotainment ist jetzt wertiger. Wir haben ja sogar ein Holzzierelement da vorne, 2 Cupholder. Und hier drin ist jetzt eine induktive Ladestation fürs Handy, USB-Stecker, USB-C-Stecker, AUX-Stecker. Das ist schon sehr modern. Drehdrücksteller hier noch, beziehungsweise Drehregler für lauter, leiser. Wir haben hier die Parkbremse, die ist nach oben gewandert. Alles ergonomischer und sinnvoller angeordnet. Neu ist auch hier das Lenkrad, liegt gut in der Hand, Start-Stopp-Knopf drauf und neu ist das 7 Zoll TFT da vorne, beziehungsweise das Design. Das verändert man hier, was da angezeigt wird. Da haben wir den Bordcomputer zum Beispiel, da haben wir die Assistenten hier drauf, die Geschwindigkeit können wir uns anzeigen lassen oder die Connected Services, was Schönes. Auf der linken Seite Drehregler, auf der rechten die kmh-Zahl. Hier links steuert man die Assistenten, den Abstandsregeltempomat hier oben, also den Abstand zum Vordermann, und links schaltet man dann den Spurhalteassistenten ein. Lenkrad liegt gut in der Hand, der Innenraum hier ist generell sehr, sehr schick, sehr wertig. Und immer serienmäßig kommt die Giulia jetzt hier mit dem 8 Zoll großen Infotainment hier drin und das ist jetzt neu, weil konfigurierbar, Widgets oder so nennen die Italiener das. Ich kann also die Kacheln frei verstellen, kann das hier sogar so swipen nach rechts und links, was Cooles.
oder kann das auch gleichzeitig über den Drehregler hier stellen. Das heißt, stehe ich im Stau, mache ich das vielleicht eher da vorne, weil da habe ich Zeit. Und fahre ich, regle ich das hier, weil es halt intuitiver ist bei der Fahrt. Ja, und hier ist dann zum Beispiel sind die Assistenten. Und da kommen wir zum nächsten neuen Punkt. Da sind nämlich neue da. Wir haben Totenwinkelwarner, wir haben einen Spurhalteassistent, wir haben einen Frontkollisionswarner, wir haben Aufmerksamkeitsassistent, eine Schildererkennung ist hier drin, ein Speedlimiter ist hier drin, ein Parksensorik natürlich, eine Kamera ist hier drin und automatisches Abblendlicht für den Gegenverkehr. Das ist ganz cool. Hier ist alles zum Infotainment eben, das Radio, was Schönes. Wir haben hier das Telefon, was wir verbinden können über Apple CarPlay, Android Auto einfach hier dran. Die Autoinformation hier, das sieht man schön in den Grafiken, ist sehr schön gelöst. Den DNA-Schalter kann man dann von sportlich über neutral hin zu eher ökologisch fahren. Wir haben auch hier eine adaptive Dämpfung drin, was es leichter macht. Die Klima hier und die Sitze können wir dann die Sitzheizung einzeln einstellen, was auch cool ist. Ja, hier haben wir dann so eine Dynamikanzeige. Connected Services haben wir hier, Wi-Fi-Hotspot mit bis zu 8 Geräten. Ja, das ist dann ganz gut und eben frei konfigurierbar, ist jetzt wesentlich besser als beim Vorgänger hier drin. Ja, was lässt sich also über den Innenraum sagen? Ich habe viel Platz, obwohl hier das zweigeteilte Panoramadach drin ist. Ich habe wirklich wertige Materialien. Ich habe jetzt ein modernes Infotainment, gute Konnektivität. Was fehlt, ist vielleicht ein voll digitales Cockpit hier oder ein Head-Up-Display, aber ansonsten stehe ich auf dem Innenraum, weil der ist halt typisch italienisch und jetzt auch wesentlich moderner. Ja, kommen wir zu den Antrieben in unserer Giulia und erstmal schon überraschend, gerade eben haben hier Italiener angehalten und haben gesagt, oh, che bella macchina, che colore, bonita oder so. Schon beeindruckend, dieses Auto, Giulia und der Stelvio, ja, die haben in Italien noch echte Fans, Liebhaber, das ist groß, motiviert mich nur umso mehr über die Antriebe hier drin zu sprechen. Und jetzt die schlechte Nachricht zuerst, es gibt keine Handschaltung mehr hier drin, was, naja, eigentlich für viele ein bisschen bedauerlich ist, aber es gibt zum Glück noch Heckantrieb im Vergleich zum Stelvio, da gibt es nur noch Allradantrieb. Aber jetzt sprechen wir mal über die Motoren, da machen es einem die Italiener leicht. Denn es gibt 2 Benziner und 2 Dieselmotoren. Und jetzt mal der Reihe nach, die Benziner sind 4-Zylinder-Motoren mit 2 Liter. Gibt es dann mit 200 und mit 280 PS. Interessant ist, die 200 PS Variante, die kommt immer mit Q2, also Heckantrieb, während die 280 PS Variante Heckantrieb oder Allradantrieb hat, da hat man also die Wahl als Kunde. Bei dem Diesel, da gibt es einen 2,2 Liter 4-Zylinder. Ja, und der kommt dann mit 190 oder 210 PS und das ist interessant, denn die kleinere Variante hat Heckantrieb, während die größere immer Allradantrieb hat. Diese Autos kommen eben immer mit 8-Gang-Automatik. Hier haben wir adaptive Dämpfer drin. Heckantrieb ist aus meiner Sicht ja auch übrigens was Schönes. Ich finde es schön, dass wir hier noch die Wahl haben. Wir haben hier jetzt den 280 PS Benziner drin. Ja, und der beschleunigt dieses Auto in 5,7 Sekunden auf Tempo 100. Was Schönes, 240 km/h wird er schnell. Zum Normverbrauch ist noch nichts angegeben, was ich ganz spannend fand. Ja, und insgesamt ist das ein sehr kultivierter Motor und wir wollen uns auch mal jetzt seinen Sound anhören. So, aber was wir auch noch machen wollen, ist natürlich, das gehört bei so einem Alpha einfach dazu, fahren. Ich würde es gerne auf Italienisch sagen, kann ich aber nicht. Also, was mache ich? Steig ein und wir fahren einfach mal hier eine Runde auf in Bari mit unserer Giulia. Ja, kommen wir zu meiner Lieblingssequenz in den Reviews, nämlich dem Fahren. Hier ist der Schlüssel, so sieht ein Giulia-Schlüssel aus. Der findet jetzt auch schön Platz da vorne. 280 PS, 4-Zylinder, 400 Newtonmeter Drehmoment. Und ich habe hier einen Q4 Allradantrieb genommen. Und es wäre jetzt ja total verrückt, wenn ich in D schalten würde und einfach mal Gas gebe.
Wow, und da merkt man erstmal 5,7 Sekunden auf 100 ist ein Brett. Der Allradantrieb hat immer genug Traktion hier drin, was wirklich stark ist. Und wir merken, wir haben hier einen Alpha, also ein sportliches Modell, was wirklich schön ist. Ich habe ein Stelvio gefahren und im Unterschied zum Stelvio merkt man natürlich den niedrigen Schwerpunkt, weiß man hier drin dann auch zu schätzen. Schön ist auch, Normverbrauch 7,5 Liter. Das ist halt auch ein Vorteil der Karosserieform. Große Frage, Jan, warum hast du denn jetzt hier einen Allrad genommen? Ich mag den einfach lieber. Wenn man lieber driftet, dann ist der Heckantrieb natürlich toll. Wenn man lieber mehr Grip hat, dann mag man halt den Allradantrieb. Ich stehe auf Allradantriebe und war gespannt hier drauf. Viele werden jetzt schade finden, dass es keine Handschaltung hier drin gibt. Ich finde, ich mag die Automatik hier gern. Schön sind die großen Pedal hier am Lenkrad. Aber was hauptsächlich schön ist beim Auto, ist eben nicht nur die lineare Kraftentfaltung vom wirklich potenten Motor, sondern halt auch die Kurvendynamik. Der liegt wirklich toll auf der Straße. Sehr fahrorientiertes Auto und kann dann halt, was Fahrdynamik angeht, durchaus mit so einem Audi S4 mit einem neuen Dreier mithalten. Und das ist ein sehr großes Kompliment, wie ich finde. Die Italiener sind dann stolz drauf, weil sie haben gesagt, wir haben dieses Auto besser gedämmt. Wir haben hier auch adaptive Dämpfer drin, die können wir weicher stellen. Den DNA-Schalter können wir jetzt von Sport mal auf neutraler stellen. Was verändert sich denn da? Ja, die Kennlinie der Lenkung verändert sich, die Gasannahme, der Sound verändert sich und die Federung können wir dann hier auch manuell weich stellen, was schön ist. Jedenfalls sind die Italiener stolz darauf, dass sie das Auto besser gedämmt haben wollen, auf die adaptiven Dämpfer. Ich war auf der Autobahn auch relativ schnell mit dem Auto unterwegs. Ja, und da merkt man dann schon, es ist weicher hier drin, komfortabler, ruhiger. Aber wovon das Auto natürlich hauptsächlich profitiert, sind die neuen Sicherheitssysteme. Das bedeutet, ich habe halt alle drin, um autonomes Fahren Level 2 zu garantieren. Aber was bedeutet das eigentlich? Ich habe einen Abstandsregeltempomaten hier drin. Ja, und mit dem Abstandsregeltempomaten kann ich natürlich den Abstand zum Vordermann und die Geschwindigkeit halten. Und ich habe einen Spurhalteassistent hier drin. Das bedeutet, der hält, wenn die Markierung am Fahrbahnrand gut ist, die Spur für 5 Sekunden und wird mich dann warnen, wenn ich wieder die Hand ans Lenkrad machen soll. Schade ist, der geht aus nach 5 Sekunden. Eigentlich müsste er so ein bisschen wie bei Audi vibrieren, wenn ihr mich fragt. Aber das ist sehr gut. In Verbindung mit einer Schildererkennung kann man dann halt wirklich sehr komfortabel, sehr gut lang auf der Autobahn unterwegs sein. Dann wird man auch in den A-Modus, in den grünen hier schalten. Ich bin aber eher bekannt für den D-Modus, berghoch, bin ich mal ruhig und ihr hört den Sound. Das ist schon ein Auto, was unfassbar Spaß macht. Ich stehe einfach auf schnelles Fahren. Hier habe ich jetzt ein bisschen die Warnung, dass ich zu schnell bin, 1 oder 2 km/h in der Ortschaft. Ja, aber ansonsten ist das hier drin ein Auto, was mir wahnsinnig viel Spaß macht. Das ist einfach die DNA von Alpha. Das können sie sehr fahrdynamische und gleichzeitig sehr schöne Autos machen mit den sportlichen Wettbewerbern in diesem Limousinen-Segment. Hier kann man so durchaus auf jeden Fall mithalten. Aber wisst ihr was, ich komme schon wieder viel zu sehr ins Fazit rein. Will ich gar nicht. Was wir jetzt machen, ist zurückfahren ans Meer und ich werde euch mit unserer goldenen Giulia ein Fazit zaubern. Ja, kommen wir zu meinem Fazit von der Giulia im Modelljahr 2020. Und dieses Auto zu kritisieren, ist hier in Italien so ein bisschen wie Gotteslästerung oder in Indien eine Kuh von der Straße zu schucken. Das will man nicht machen. Ich kann euch sagen, dass ich euch was in der Einleitung zu den Absatzzahlen gesagt habe, aber das war es für die Italiener nicht. Das reicht ihnen nicht, die wollen mehr. Und dann hat man sich natürlich überlegt, okay, was müssen wir machen? Wir haben in Deutschland echt ein mannigfaltiges Wettbewerbsumfeld mit den Mittelklasse-Limos bei den deutschen Herstellern. Und was können die? Ja, die haben halt sehr gutes Infotainment, wahnsinnig viele Assistenten, ein breites Spektrum an Ausstattungslinien. Und dann haben die Italiener gedacht, haha, das machen wir einfach auch. Damit können wir vielleicht ein bisschen mehr Marktanteil in Deutschland
oder natürlich auf der Welt abgrasen. In Italien ist dieses Auto sowieso eine Madonna. Was haben sie also gemacht? Wir haben jetzt eine Differenzierung, eine stärkere in den Ausstattungslinien. Das ist ein bisschen einfacher geworden. Die Architektur im Innenraum ist wertiger, sinnvoller geworden. Das Infotainment ist jetzt größer, flexibler. Wir haben eine bessere Konnektivität. Wir haben alle Assistenten um autonomes Fahren Level 2 zu garantieren, Connected Services da drin. Wir haben eine sehr einfache, übersichtliche Motorenstruktur, bisschen mehr Komfort, der Innenraum ist ein bisschen leiser gedämmt und ansonsten ist dieses Auto einfach wunderschön und es hat durchaus Argumente für sich sammeln können, dass ich sagen würde, ich würde mir in dem Umfeld vielleicht aus der Emotion raus dieses Auto kaufen, rational vielleicht auch, wer weiß das schon. Aber dann geht es natürlich immer so ein bisschen drum, was kosten hier unsere Giulia im Modelljahr 2020. Da halten sich die Italiener einfach noch ein bisschen bedeckt. Man muss ja nicht alles verraten. Die sagen, es wird unter 40.000 Euro losgehen. Sagen, dass der Stelvio leicht über 40.000 Euro losgehen wird. Ich kann euch nur sagen, obwohl wir hier natürlich keinen Allradantrieb haben, aber die 280 PS Variante hier drin in Verbindung mit der jetzt nur noch dritthöchsten Ausstattungslinie der sportlichen Veloce wird wesentlich teurer sein. Ich kann euch auch sagen, dass wohl im März 2020 dann die Quadrifoglio, die Kleeblattversion mit 510 PS Sechszylinder auf den Markt kommen wird. Die wird noch mal teurer, wird aber mein Herz wahrscheinlich erwärmen, schätze ich mal. Aber auch dieses Auto hier ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Ich hoffe, das Review war ein bisschen informativ für euch. Lasst mir gerne eure Meinung zur Giulia, zur neuen Farbe, zum Modelljahr 2020, zu Baru, zu mir, zu meiner Frisur. Da würde mich freuen. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zusehen. Ihr findet uns auf Instagram, Facebook, YouTube. Abonniert am besten alles. Da könnt ihr übrigens auch unseren AR-Face-Filter mal ausprobieren mit so einer Tachonadel im Gesicht. Ist ganz lustig, war meine Idee, by the way. Ansonsten findet ihr uns auf www.derautotester.de. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen und bis bald, Freunde.